Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt bei der nächsten Folge der Schlachtnacht. Unser nächster Kandidat ist der Porsche 993 Targa von UT. Ein sehr schönes und sehr gelungenes Modell. Man kann hier alles öffnen, Kofferraumdeckel, Motorhaube, alles geht auf und sieht auch sehr gut aus. So. Alles sehr schön hochwertig verarbeitet. Richtig gut für ein UT-Modell. Es gibt natürlich auch schlechte UT-Modelle, aber der gehört definitiv zu den Top-Dingern. Targa, klar, wegen dem anderen Dach hier, ne? Das ist ja nur so ein halbes Cabrio, deswegen auch Targa. So, ein Auto, das man, finde ich persönlich, sogar immer noch relativ oft noch auf den Straßen sieht. Normalerweise geht das doch, ja, wollte ich gerade sagen. Normalerweise geht das doch ab. So, er kam jetzt hier auf den Schrott. Der wurde über die Abwrackprämie zu mir geschickt. Aber irgendwas stimmt hier mit den Rädern nicht. Erstmal sind die übelst wackelig. Und ich bezweifle mal ganz stark, dass es die Originalbereifungen sind. Man sieht zwar die Originalfelge drin, aber die Reifen sind, glaube ich, nicht richtig. Oder irgendwas stimmt damit nicht. Und deswegen, guck mal, die kann ich einfach so abziehen. Könnte auch nämlich auch gut möglich sein. Aha, guck mal, die Felge ist auch Schrott. Die sieht noch gut aus. Die sieht noch gut aus. Die sieht auch noch gut aus, aber die ist Müll. Mehrfach gebrochen, geklebt, alles drum und dran. So. Aber Gott sei Dank sind die Achsen noch intakt. Preislich ist dieses Modell stark steigend. Eine Zeit lang hat man den eigentlich so für unter 50 Euro noch relativ oft bekommen. Jetzt wird es schon schwieriger. Jetzt müsst ihr schon mit über 50 Euro locker rechnen. Also locker. Wenn er noch original verpackt ist, dann wird er wahrscheinlich sogar schon die dreistellige Marke schon knacken können. Bei UT stellt ja keiner mehr her. Und Alternative zu UT für den 993 Cabrio ist mir jetzt, Cabrio Targa ist mir jetzt nicht bekannt. Wobei, ich denke mal, GT Spirit hat den bestimmt schon rausgebracht. Weil GT Spirit hat dann nahezu jeden Porsche rausgebracht. Und, aber da geht leider nichts auf, ne? Hier geht alles auf, Motor und so, schöne Verarbeitung. Also eigentlich Prinzip alternativlos. Zu schade eigentlich. So, jetzt brauche ich einen größeren Schraubenzieher. Da. Oh, hier wurde es auch schon geklebt. Der Auspuff wurde nachträglich geklebt. So. So. Achsen sind intakt. Das ist sehr gut für mich. Weil Achsen sind sehr beliebt bei diesen Modellen. Generell bei den Porsche Modellen. Hier wurde hier nachgearbeitet. Der ist ein bisschen verbastelt. Ist auch mit Heißkleber gearbeitet worden. Ich habe noch den Targa habe ich mal zerlegt, aber da war der eigentlich schon komplett zerlegt. Quasi habe ich nur die Teile fotografiert. Naja, weiß ich jetzt nicht ganz genau, was original ist und was nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde. Alter, was ist jetzt hier los? Wo hakt's denn? Heißkleber. So. Oh, hier ist Kleber ausgelaufen. Teppichimitat. Angerauter Kunststoff. Auch nicht schlecht. Gurte? Keine Gurte. Aber Gurtschlösser. Mhm. Ja, der Motor ist eine halbe Platte. Schade drum.
auch nicht so besonders gut getroffen. Man hat zwar hier ein bisschen farblich abgegrenzt, aber irgendwie reicht das nicht. Das ist echt mickrig. Aber Tonbrett sieht soweit auch in Ordnung aus. Also wer spekulieren will, das Modell könnte richtig teuer werden noch. Wohin der Weg führt, ich denke mal auf jeden Fall in den dreistelligen Bereich, aber es ist nicht astronomisch. Also gibt es nur extremst wenige UT-Modelle, die deutlich über 100 Euro gehen. Die meisten dümpeln so bei 100 Euro, 150 rum. Es gibt vielleicht eine Handvoll UT-Modelle, die für über 200 weggehen. Ich glaube, das ist der 993 Street oder irgendwie sowas. Wie hieß die Kacke nochmal? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auch in Rot. Rot und Silber gibt es den, ein Porsche. So. Was ist los, mein Freund? Kofferraum. Domstreben. Abdeckung. Jetzt müsste die Kofferraumdeckel abgehen. Ja, perfekt. Jo. Also das Zerlegen eines UTs ist eigentlich relativ easy. Und das ist auch wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum ich schon so viele von denen zum Verschrotten bekommen habe. Weil die halt extrem gern verbastelt werden. Besonders die BMWs haben gelitten. Die E36er. Boah, da habe ich schon. Auf der Schlachtbank hier hinter mir steht schon der nächste E36er. Links von mir und rechts von mir stehen jeweils zwei E36er, aber einer ist von UT. Auch verbastelt. Und ich glaube, auf dem Schrottplatz steht auch noch einer. So. Zack, zack. Blinker ist auch ab. So, die Rohkoroste ist jetzt blank. Hier ist noch die Scheinwischer. Jetzt muss ich aufpassen, das ist alles Kunststoff hier. Nicht, dass ich einen kleinen Haarriss mache. Oh, das ist gefährlich. Komm raus, du Schandale einer Scheinwischers. Ey, Alter, was ist denn da los? Das sind die widerspenstigsten Scheinwischer, die ich je hatte. Und jetzt mache ich bestimmt noch mir noch die Windschutzscheibe kaputt. Guck mal, geht immer noch nicht ab. Alter, was ist denn das für... Na, geht doch. Was ist das ein Scheinwischer, ey? Meine Fresse, ey. So, das war's. Er ist zerlegt. Und das nach unter 10 Minuten, ey. Juhu. So, Fazit. Der Porsche 993 Targa ist definitiv eine Perle unter den UT-Modellen. Richtig schönes Modell. Schön verarbeitet. Schön auslackiert auch. Ne? Hier drin alles. Unten drunter fast gar keine grauen Stellen. Nicht so wie bei Borago oder irgendwie so, wo unten an Farbe gespart wurde, weil das kostet ja Unmengen an Geld. Hier wurde echt alles schön auslackiert. Hier sogar selbst die Inlets hier drin. Alles perfekt. Perfekt. Richtig schönes Modell. Gut verarbeitet. Toll. Das macht Spaß. Das ist Modellbau. Ja gut, preislich ist schwierig, ne? Naja, man kriegt das manchmal auch unter 50 Euro. Schwer und selten, aber es ist nicht so möglich. Ne? Also wenn man Glück hat, also meine Empfehlung, bis 80 Euro könnt ihr gehen.
bis 60 Euro ohne Verpackung, 60 bis 120 Euro, je nachdem wie ihr Bock drauf habt oder finanziell flüssig seid, könnt ihr mit OVP ausgeben. Darüber hinaus würde ich das noch nicht machen, weil so krass geil ist er jetzt auch wieder nicht. Es fehlen ja schließlich immer noch die Gurte, der Motor ist ein Flop und die Innenausstattung ist eigentlich ganz gut. Also der Motor ist Flop. Ja, das war's eigentlich. Ansonsten tolles Modellauto. Danke fürs Zugucken. Das war Video Nummer 2. 3 kommt gleich. Und lasst euch gespannt sein. Nummer 4 ist ein Kracher.